Wir arbeiten nicht gerne im Unternehmen, wo gute Laune herrscht, also wo Kolleginnen freundlich zueinander sind und Arbeit und Einsatz wertgeschätzt. Ja, danke. Wertgeschätzt werden, sage ich doch. Gute Laune im Unternehmen, das ist nicht nur wichtig für Jobsuchende, sondern ist auch sehr interessant für Investoren. Denn wo gute Laune herrscht, ist höhere Produktivität. Und wie genau das funktioniert, erklärt mir heute eine echte Fondsmanagerin. Katharina, wie könnt ihr gute Laune im Unternehmen messen? Jürgen, wir haben festgestellt, dass eine gute Unternehmenskultur sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter einen Einfluss auf Erfolg eines Unternehmens haben kann, was wiederum sehr positiv auf der Börse sich auswirken kann. Um das zu messen, haben wir einen Social Commitment Score entwickelt, was unterschiedliche Parameter berücksichtigt. Wenn man das zusammen mit den klassischen Faktoren wie Bilanzanalyse oder Wachstumsprognose kombiniert, dann kann es zu einem sehr starken Signal werden. Das musst du mir jetzt aber erklären. Wir haben gleich ein Meeting, da darfst du mal ein Mäuschen spielen. Ja, wollen wir die Position erhöhen? Also ich bin dafür. Die sind gut aufgestellt. Das Orderbook ist eigentlich voll bis 2030 mit verschiedenen Infrastrukturprojekten. Und also so wie das aussieht, die Gewinne steigen zweistellig, die Marge weitet sich aus. Wie steht sie in unserem Social Commitment Score? Eigentlich super gut, zweitbestes Rating, auch durch alle Parameter hinweg überdurchschnittlich, haben auch sehr hohen Frauenanteil im Management. Und wir haben neulich mit Clarisse auch das Management getroffen. Alles war positiv bestätigt. Letztendlich wachsen sie stark und Unternehmenskultur ist sehr gut. Sehen wir vielleicht hohe Zinsen oder die US-Wahlen als Risiko? Die Zinsen sind, glaube ich, oben angekommen, steigt nicht weiter, das ist eigentlich alles eingepreist. Und die Wahlen, also sind hier jetzt noch nicht als Risiko. Ja. Sollen wir dann abstimmen? Ja. Wer ist dafür, dass wir die Position erhöhen? Hattet ihr schon mal eine längere Diskussion, wo er dann auch gesagt hat, nee, machen wir doch nicht? Ja, natürlich. Ständig. Und wir sind auch nicht immer im Konsensus. Weil jeder von uns, das musst du verstehen, hat eigenen Fonds, eigene Strategie. Wir haben hier Fondsmanagerinnen, die ein bisschen sportlicher unterwegs sind und andere, die mehr abbremsen, ja, und weil konservative Strategie führen und davon auch geprägt sind. Deshalb ist die Diskussion schon sehr lebendig, ja, weil das Portfolio muss schon ausgewogen sein, letztendlich beide Seiten abbilden. Schau Jürgen, hier sind unsere Ratings als Beispiel abgebildet. Wir vergleichen auch die Veränderung vom Jahr zu Jahr. Für 2024 sehen wir eine Verbesserung. Wer hat diese Kriterien jetzt entwickelt? Wir haben uns zusammengetan mit mehreren Kollegen und haben uns erstmal Social Scores der Länder angeschaut und letztendlich das auf die Unternehmenswelt reflektiert. Und haben natürlich auch die Datenlage angeschaut und geguckt, welche Kriterien wichtig sind für Menschen. Welche Kriterien zieht ihr denn für den Score heran? Das sind Arbeitsbedingungen und Sicherheit am Arbeitsplatz, dann Richtlinien in Bezug auf Nichtdiskriminierung und das bezieht sich auf unterschiedliche Merkmale, wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, Herkunft und so weiter. Dann Anteil der Frauen in Führungspositionen, ganz wichtig für den Entscheidungsprozess. Flexibles Arbeiten, letztendlich geht es auch um Homeoffice und Vereinbarung von Familie und Beruf. Da betrachten wir zum Beispiel Betreuung der Kinder auch als ein Kriterium. Guck mal hier, zack, wie schön das geht hier. Ich bin halt ein bisschen... Kann ich dabei auch noch reden? Natürlich kann ich dabei reden. Ist es nicht ein bisschen auch eine Weltverbesserungsideologie? Kannst du mir mal ein Beispiel geben, wo das zu mehr Erfolg und vielleicht auch höhere Rendite im Unternehmen geführt hat? Ist dir der Name Robert Bosch bekannt? Ja. Das ist Deutschlands Mittelstandsikone. Und er hat mal gesagt, ich zahle meine Mitarbeiter gut, nicht weil ich reich bin, sondern ich bin reich, weil ich meine Mitarbeiter gut bezahle. Und das war nicht das Einzige, was er für seine Mitarbeiter getan hat. Er hat insgesamt gesorgt, dass die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gut ist. Und ein anderes Beispiel, jetzt von einem Unternehmen, was sehr bekannt ist, Technologieunternehmen aus Asien.
Und da ist die Geburtenrate bei dem Unternehmen deutlich höher, als im Land üblich ist, weil dieses Unternehmen für das Wohl der Mitarbeiter sorgt. Ist das nicht ein Nachteil, wenn die Leute, wenn sie Nachwuchs bekommen, erstmal im Unternehmen fehlen? Ich glaube, es ist kein Nachteil in einem gut funktionierenden Unternehmen, wenn Mitarbeiter gut aufgestellt sind, zu Hause wie bei der Arbeit, dann sind die motivierter, produktiver und innovativer. Welchen Impact gibt das denn an der Börse? Auf der Risikoseite, wenn man schlecht Mitarbeiter behandelt, dann verursacht man auch oft viele Kontroversen, was natürlich in hohen Kosten zum Beispiel für Gerichtsverfahren sich ausdrücken kann. Auf der anderen Seite auch Talente, wenn sie sehr stark fluktuieren, dann zahlt man sehr viel für Headhunter-Kosten. Wie siehst du denn die weitere Entwicklung des Social Commitment Scores? In 2026 wird eine EU-Richtlinie umgesetzt, nach der Unternehmen ihre Gender Pay Gaps veröffentlichen sollen. Und so ab 2027 werden wir die Daten zum ersten Mal erhalten und wir möchten die in unserem Social Commitment Score mit berücksichtigen. Am Ende des Films gebe ich ja meistens einen Call to Action. Heute darfst du den mal geben für die Zuschauerinnen. Was sollten denn Unternehmerinnen machen, die sich noch nicht damit befasst haben? Junge, ich stelle dir ganz kurze Frage. Wenn ich in deiner Nähe mal bin, bei deinem Zuhause und dich anrufe und sage, Junge, ich bin in 5 Minuten da, was tust du als erstes? Ich müsste aufräumen, aber hilft alles nichts. Ich glaube, ich setze direkt Kaffeewasser auf. Ja, aber genau das tun die Unternehmen. Wenn ich mit denen darüber spreche, sie sollen die Ärmel hochkrempeln und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter und insgesamt die soziale Seite stimmt. Dann wird es die auch zum Erfolg führen. Also dann an die Sache. Okay, Dankeschön.